Hallo und herzlich willkommen zu meiner Videoreihe Meine Nachtgedanken gelten auch am Tage. Nach einer kleinen Pause, die nötig war, ist sie wieder da, die Kitty mit Stimme und mit Bildern. Und mit einer Neuerung. Und mein ganz spezieller Dank geht hiermit an Kali, mein lieber Kali, ich danke dir vom Herzen, dass du mich dazu inspiriert hast, mein Englisch wieder aufzufrischen und für deine Unterstützung und deshalb englische Untertitel für unsere englischsprachigen Freunde. Ich habe eine Aufnahme wiedergefunden, die definitiv zeigt, wie sie die Feuchtigkeit aus dem Boden ziehen, um Regenwolken zu basteln. Es sollte an dem Tag regnen, reichlich regnen, von oben viel, herzlich wenig, und dann ziehen sie mit ihrer abartigen Technologie die Feuchtigkeit aus dem Boden. Und wir wissen ja, wie sie das nennen, nämlich der Wald raucht. Der Wald ist ein Kettenraucher. Ja. Hier auch wieder. Der ganze Boden, aber nicht nur der Boden, aber der Boden ist sowas von verseucht. Alles ist verseucht. Ist alles pures Gift. Und wenn ich das dann so filme und sehe, dann denke ich mir, bin ich eigentlich hier die Einzigste? Ja, anscheinend ja. Weil 10% sind diese psychopathischen Verbrecher. 10% sind wir, die auf welche Art und Weise auch immer darauf aufmerksam machen und dagegen angehen. Das größte Problem sind die 80%, die vor sich hin pennen. Am schönsten finde ich bei den Realitätsverweigerern immer dieses, sie sehen das, registrieren das, sagen auch oder geben auch zu, ja, ist irgendwie merkwürdig. Und dann kommt was Entscheidendes, nämlich ja, aber. Und die finden immer eine sinnfreie Erklärung für ihr ja, aber. Ich weiß nicht, wie die das machen, ich kann das nicht. Was ich mit meinen eigenen Augen sehe, das ist da, das ist Realität, das ist die Wahrheit. Aber auch was ich mit meinen eigenen Augen nicht sehe, ist da, ist die Realität und ist die Wahrheit. Ja, und hier sind, ja, Fantasie spielen lassen, sage ich mal einfach, was man daraus so darin erkennen kann. Hier mal ein klein wenig blau, ja, mit grau oder so. Und hier mal was. Ja, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es so gesehen schon schön, was daraus entstehen kann. Ja. Es kommt gleich noch ein bisschen klarer, das Bild. Auch hier das Entfernen der Sonne, vehement zugeschmiert. Hatte ich ja schon im letzten Video gesagt, ist für mich lediglich eine Bestätigung dessen, was sie als Verschwörungstheorie hinstellen und Aufrechterhaltung oder der Versuch der Aufrechterhaltung ihrer eigenen Lüge. Wenn es nicht so traurig wäre. Das meinte ich. Und jeder möge seine Fantasie freien Lauf lassen, was er darin sieht. So, dann auch wieder hier die Türme wieder. Am Anfang, das war sogar noch letztes Jahr, konnte ich die Türme auch noch sehen und ich konnte mit bloßem Auge sehr weit schauen. Alles vorbei. Ich sehe nur noch in eine, ja, weiß ich nicht. Ist das weiß, grau? Keine Ahnung, was das ist. Eine einzige Pampe. Heute ist auch wieder schön weiß. Alles weiß. Ja, das war im Februar diesen Jahres. Ein klein wenig blau. Und wenn ich dann so hochgucke und solange ich mich frage, ist das eine natürliche Wolke, kann sie es nicht sein. Erst wenn ich mich nicht mehr frage und schaue. Haben wir auch den Mond mal, ist auch mehr als selten geworden, am helllichten Tag den Mond sehen zu dürfen.
Und die haben doch dafür gesorgt, dass 80% vor sich hin pennen mit dem ganzen Gift. Wir wissen alle, dass es unter anderem demenzfördernd ist. Warum dann noch dieses Zugeschmiere? Das frage ich mich. 80% interessiert es überhaupt nicht. Egal aus welchem Grund. Ob nun Realitätsverweigerer, Ignoranten oder Selbstverliebte. Ja, da hatten die sich hier an dem Abend, hatten die sich so viel Mühe gemacht, so viel Mühe, da das alles zuzuschmieren, die ganze Wand da hochzuziehen. Sieht, ne, da, boah, ne, was für eine Wand, wa? Boah. Und da ist doch tatsächlich, da hat doch tatsächlich einer mit einem Radiergummi, oh, die Sonne freigerubbelt. Boah, wer das wohl war, hm? Auch wenn ich mich wiederhole. Wenn das nicht so traurig wäre, wäre es so schön. Ja, das war ein bisschen später dann. Und das ganze Rote ist alles Gift. Pures Gift. Und die werden ja immer extremer. Die werden ja wirklich immer extremer. Aber ich hatte ja im letzten Video auch gesagt, das zeigt mir nur, dass das letzte Loch, aus dem die pfeifen, sich immer mehr zusammenzieht. Ist Fakt. Da auch wieder riesige Wand und ach, ja, der darf nicht fehlen. Nö. War mal wieder ein bisschen zu viel hellblau oder so. Nicht? Ich möchte nicht wissen, wie viel Kilometer die da gesprüht haben. Aber sie fliegen auch immer tiefer. Am Anfang habe ich die nicht gehört. Habe sie nur gesehen, wenn alles frei war. Und jetzt höre ich die des Öfteren schon. Also fliegen sie noch tiefer. Hier nochmal eine also, ach, das ist wahrscheinlich, entweder ist es der gleiche Tag oder der gleiche Abend oder es hat sich da zwischengeschummelt. Ja, das ist die gleiche Aufnahme von gerade. Aber hat sich halt reingeschummelt, aber hat dann auch seinen Sinn. Meine Güte, ne. Und jetzt kommt nach langer, langer Zeit, wird auch immer seltener, die erste sternenklare Nacht mal. Und die erste Nacht, wo ich mit der Kamera überhaupt filmen konnte. Der Mond. Sieht aus wie ein angeknabberter Keks. Oder wie so eine, wie heißt die, Calzone, ne? Ja, ich hab es nicht mit Nudeln. Ne? Ich bin eine Kartoffel. Okay, und jetzt nochmal etwas in eigener Sache. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das kennt, dass ihr urplötzlich eine Melodie im Kopf habt. Und die lässt euch nicht los. Und dann fängt es an zu arbeiten und das Fragen, warum jetzt diese Melodie? Und mir ging es letzte Woche so, und da es mir aber verboten ist, dieses Lied hier auf meinem Kanal abzuspielen, habe ich den Link unten in der Beschreibung hinterlassen. Fühlt euch frei, diesen Link anzuklicken und dem zuzuhören, was derzeit mein Favorit ist. In diesem Sinne, bis dahin.